Eines meiner absoluten Lieblingsmodelle ist die Baureihe 52 mit Kondensstender. Dies hat vor allem nostalgische Gründe, denn als kleiner Knirps habe ich dieses Modell in einer Version von Pico geschenkt bekommen. Ohne zu sehr in die Details meiner Familiengeschichte zu gehen, dank enger Verwandtschaft in der damaligen DDR und dem Zwang, bei jedem Besuch etliche Westmark in Ostmark umzutauschen, hatte ich, obwohl auf der Schwäbischen Alb aufgewachsen, eine Modellbahnanlage mit Material der ostdeutschen Traditionsfirma Pico in meinem Kinderzimmer stehen. Und der absolute Star meiner kleinen Lokomotivsammlung war unbestritten die BR 52 mit Abdampfkondensation. Auch wenn das Plastikmodell mittlerweile knapp 50 Jahre alt bereits sehr gelitten hat und eine der Lüftattrappen fehlt, so ist mir diese Dampflok sehr ans Herz gewachsen. Daher habe ich mir nach einer Auszeit während der Jugendjahre und Studium im Jahr 1997 bei meinem Wiedereinstieg in das wunderschöne Hobby Modelleisenbahn und nach der Entscheidung für das Dreileitersystem von Märklin die in demselben Jahr erschienene Insider-Lokomotive der Baureihe 52 mit Kondensstender, die Artikelnummer 37171, zugelegt. Deren absolutes Highlight damals die angetriebenen Lüfterräder. Das Modell besaß zwar bereits einen Digitaldecoder, die Anzahl der Funktionen war aber auf 4 limitiert und neben den angetriebenen Lüftern konnte man bei der Lokomotive lediglich das Licht ein- und die Bremsverzögerung ausschalten. Außerdem war sie für einen Rauchsatz vorbereitet. Aber an Sound war zu dieser Zeit noch nicht zu denken. Über die Jahre und mit dem immer größer werdenden Funktionsumfang neuer Modelleisenbahnlokomotiven habe ich bei meinem mittlerweile auch schon wieder über 25 Jahre alten Schätzchen eine entsprechende Soundkulisse vermisst. Manuell fahre ich einzelne Triebfahrzeuge tatsächlich sehr gerne mit eingeschalteten Betriebsgeräuschen und freue mich daran, wenn die Züge langsam schnaufend an meiner Nase vorbei defilieren. Daher habe ich mich schließlich entschieden, die Lok mit einem Sounddecoder auszurüsten. Der Decoder ist bei dieser Lok im Tender eingebaut. Um die gut versteckten Schrauben zum Öffnen zu finden, ist wieder einmal die Gebrauchsanweisung hilfreich. Als Sounddecoder habe ich den Loksound V4.0 M4 von ESU eingebaut, wobei ich die bereits mit Drähte versehene Version verwendet habe. Dies minimiert die Lötarbeiten direkt am empfindlichen Decoder. Lediglich der Pufferkondensator, der kurze Stromunterbrechung überbrücken soll, ist direkt an den Lötpads des Decoders angeschlossen. Um einen Platz für den Kondensator zu finden, mussten die beiden Lichter am Ende des Tenders weichen. Da ich aber die Lokomotive nicht rückwärts fahrend an der Zugspitze einsetzen möchte, konnte ich gut auf die weiße Spitzenbeleuchtung am Tender verzichten. Für den großen Lautsprecher fand sich ausreichend Freiraum im vorderen Teil des Kondenstenders. An einen Funktionsausgang habe ich das Spitzenlicht angeschlossen, das nun schön langsam heller werdend aufleuchtet. Den Motor für die 3 Lüfterräder habe ich an einen zweiten Funktionsausgang gelötet. Per Funktionsmapping drehen diese im Stand langsamer als bei Vorwärtsfahrt. Wie das realisiert wird, zeige ich gleich im Lokprogrammer, der Software zur Programmierung des ESP-Coders. Als dritte schaltbare Funktion besitzt die Lokomotive außerdem noch einen eingebauten Rauchsatz von Zeute. Eigentlich besaß das Vorbild ja gar keine ausgeprägte Dampffahne, denn der Abdampf wurde gesammelt und im Tender wieder kondensiert, also verflüssigt und erneut als Speisewasser verwendet. Aber ich wollte dessen ungeachtet nicht auf einen dampfenden Schlot bei meinem Modell verzichten. Solche künstlerische Freiheiten nehme ich mir auf meiner eigenen Modelleisenbahn. Den ganzen Kabelsalat innerhalb des Tenders habe ich mit reichlich Heißkleber gebändigt. Das sieht natürlich nicht professionell aus, sondern im Gegenteil eher wie kompletter Pfusch. Da muss ich euch leider recht geben. Trotzdem habe ich mich bewusst dazu entschieden, auch das zu zeigen. Denn hoffentlich motiviert so etwas auch den einen oder anderen Laien, so wie mich, sich ebenfalls einmal an einen Umbau oder Ähnliches heranzuwagen, obwohl man nicht der Überprofi für alles ist. Für die Programmierung des Decoders habe ich an meinem Rollenprüfstand einen Lokprogrammer 53451 von ESU angeschlossen. Über einen Drehschalter ist dieser zu- und abschaltbar.
Auf meinem Modellbahn-PC läuft zudem die gleichnamige Software von ESU. Hier gebe ich als Adresse die 42 vor. Die besser passende 52 war leider schon vergeben. Auch die Anfahr- und Bremsverzögerung und die Charakteristik der Motorsteuerung kann man hier eintragen. Zudem die Funktionsausgänge festlegen. Das Licht ist dimmbar und die Lüfter, die an Ausgang 2 angeschlossen sind, drehen schneller, wenn nicht nur die entsprechende Funktionstaste gedrückt wurde, sondern die Lokomotive auch noch vorwärts fährt. Ist alles zur Zufriedenheit konfiguriert, können die Daten auf den Lokdecoder geschrieben werden. Auch für den Sound gibt es einen extra Bereich. Bei der BR52 habe ich hier ein fertiges Soundprojekt von ESU hergenommen, das speziell für die BR52 mit Abdampfkondensation erstellt wurde. Neben dem vorbildgerechten Dampflokfahrgeräusch, das bei der Kondensstenderlok sehr charakteristisch, aber auch etwas gewöhnungsbedürftig ist, da bei dieser Lokomotive keine Auspuffschläge zu hören sind, gibt es Horn, Glocke, Kupplungsgeräusche, Kurvenquietschen, Luftpumpe, Kohleschaufeln, Sicherheitsventil, Schienenstöße und so weiter und so weiter. Auch die Tondateien können direkt über den ESU-Log-Programmer aufgespielt werden. Allerdings dauert die Datenübertragung hier deutlich länger. Damit ist mein altes Schätzchen nun soundtechnisch wieder auf Höhe der Zeit und ich kann die BR52 mit Begeisterung vor dem zeitlich passenden Erzganzzug einsetzen. Obwohl die Abdampfkondensation ursprünglich für wasserarme Gegenden oder auch wegen der fehlenden Dampfwolke für den Kriegseinsatz entwickelt wurde, war die Baureihe 52 mit Kondenstender nach dem Zweiten Weltkrieg noch einige Jahre in verschiedenen deutschen BWs beheimatet, sodass ein Einsatz auf meiner Modellbahn hoffentlich keinen Stilbruch darstellen sollte. Mir zumindest gefällt die Zuggarnitur ausgesprochen gut. Falls euch dieses Video gefallen hat, so würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Vielen Dank auch für euren Besuch in meinem Hobbykeller. Und wenn ihr weiter mitverfolgen wollt, wie meine ganz persönliche Modellbahn-Traumanlage entsteht, so lasst gerne ein Abo da und schaut euch ebenfalls die anderen Videos meiner entsprechenden Playliste an, die ich hier rechts verlinke. Ciao und pfiat euch, euer Jörg alias 1:87 Enthusiast.